Jo, so wieder bei Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir die Tales-typische letzte Nacht gehabt, wo wir alle nochmal quasi richtig Mut gefasst haben, um dann in Richtung Finale schon fast zu schreiten. So, das ging schnell. Neues Gebiet entdeckt. Level 17. Na gut. Ich glaube, Darf vermisst Vulkan am meisten. Das war irgendwie sein bester Freund. Was haben wir hier noch? Was habt ihr denn so zu reden? Don't worry, Kamawana. There's nothing to fear here. Fear? Are you scared about something, Medusa? You can tell me about it. I'll listen. It's just us here, and my lips are sealed. Everyone knows I'm good at keeping secrets. All right, I guess I'll tell you. All right, go on. Velvet and her friends left to go fight one last battle. It's a really important fight. For you, for me, and for everyone in the whole wide world. How important is it? More than I can even imagine. And right now, nobody knows how it'll go. Or what will happen afterward. That sounds scary. It is. That's why I was thinking of praying for you to be safe, sweetie. No matter what happens. But it just feels strange to do that. Strange? Why? Well, my God was someone who'd take away the feelings of those who prayed to him. That's silly. Wouldn't he get lonely if he had nobody to pray to him? Yeah, I think he would. I think I understand. Something really big is about to happen and you're worried because you have no one to depend on. Don't worry, I'm right here with you, Medusa. And so are Dial, and Orthy, and Russ, and even the Rhino Stagros. So you're not alone. Kamawana. Or maybe a kid, a lizard, 2 dogs, and a beetle aren't much to depend on. No, I think I can count on all of you more than I can that God at this point. Thank you, sweetie. Better than a god. I'm not sure I'd go that far. But if I'm ever in danger, I know my mom will come rescue me. I know she will, so don't worry about me. You're right. Your mother will protect you. I promise. Yep, I know it. Oh, Kamawana, Medusa. Surely there's some way we can save Kamawana and the others. I couldn't tell you. I just feel like I have to do something for Kamawana. Das ist jetzt die Frage, wer hat da jetzt wen aufgemuntert? Na, hast du wieder irgendwelche... Ja, Klasse 4. Some exorcist went there, and when they came back, they were laid up in bed, having awful nightmares and saying strange things in their sleep. What sort of things? Stuff like the walls moving and attacking them. Fairies flying in front of them. All kinds of weird. Couldn't those just be demons they saw there? Hey, I ain't done. Towards the end, they were talking about not wanting to see people's backs, that they hated them. They hated backs? What could that mean? I don't know. That's what makes it so strange. Maybe they saw the back of some demon on the island, and they don't want to be reminded. Your guess is as good as mine. But if you do decide to go, you'd best watch your backs. Okay. Was habe ich denn für eins bekommen jetzt? Das da. Ja gut, wissen wir jetzt leider nicht, was es ist. Ja, so schon echt eine ganze Menge Gebiete. Hier, da gehen wir jetzt noch hin. Und sonst haben wir alles. Das einzige Gebiet, was noch fehlt in der Liste. Na gut, die ganzen Verwaltungszonen fehlen natürlich auch noch, aber... Ansonsten? Was ist das da? Achso, der Tempel. Stimmt, wir waren im Tempel gar nicht drin, weil Krogan den ja benutzt hatte. Ja, kurz zum Tempel hoch. Einfach nur, damit er mit auf der Karte drauf ist. Kaum ist die schöne epische Musik vorbei, ist jetzt einfach hier Stille. So, ist hier überhaupt noch irgendwas drin? Nö. Keine Truhen, nichts. Aber Krogan hat hier sein gutes Werk verrichtet. Wie sehr es uns denn noch helfen wird, sehen wir dann
Ah, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Musik. Ist das wieder Velvets Team? Ja, wir haben Velvets Team einfach resettet hier drin. Ah, Grimoire. Was hast du denn noch zu sagen? Hey, teacher. You managed to decipher what the ancient book had to say about Inominat's awakening, didn't you? Right after we escaped from Titania, yes. I'm just sorry it wasn't of much use to you. Oh, come on, Grim. I'd say it turned out all right. That's not for you to decide. You're not seriously blaming Grim for all that. No, I'm not. But I'd still like to know anything more specific about Inominat. Please, tell us what you've learned. All right? What Inominat needs to fully awaken isn't a large quantity of malevolence, but rather the quality of it, in 8 types. Specifically, he needs despair, hatred, greed, conceit, lust, obsession, cowardice, and selfishness. If each was assigned to a single Therian, then Velvet would be hatred and Kamoana greed, right? Medissa would be conceit. Teresa is lust. And Orthrus, obsession? And cowardice for Griffin. That leaves the Rhino Stagros with selfishness. But Artorius was trying to steal despair from me. How does that fit in? 8 types of malevolence and only 7 Therians. It definitely doesn't add up. Whatever the case, it seems obtaining this 8th malevolence is the final obstacle before Inominat's full awakening. I see. That would certainly explain Artorius' behavior. His plan was to foster profound hatred within Velvet, before plunging her into despair. And he used her brother to do it. If that's true, gathering all the Therians served a greater purpose. Right now, the Abbey has no means to collect despair. But with Teresa dead, shouldn't a new Therian have taken her place? Yeah, but after we killed her, the Abbey still went out of their way to try to capture me. That must mean they haven't been able to secure the new Therian. And even if they did, it wouldn't have despair. That's a good point. Artorius spent 3 long years trying to foster the despair within you. If that is indeed the specific type of malevolence Inominat needs, it must not be something one can find overnight. Right. We need to attack while there's still time. Indeed. Yet... Is something troubling you? Yes. It comes down to the very idea of quality where malevolence is concerned. When you talk about the relative quality of something, what you're really talking about is its purity. That would mean that Therians pick out and devour this pure malevolence. Yeah. But malevolence by its very nature is impure. Therefore, for some person or creature to become a Therian, they'd need to be responsive to a purity of impurity. Surely few could ever meet such a stringent criterion. So we don't need to worry so much? Oh, but I think I know someone who fits that description. Perhaps a certain succession of top exorcists who have tried to suppress and purify the spread of malevolence. You don't mean... It's just a concern. For now, at least. Weil ich mich da jetzt frage, wen genau meinen die damit? Ich habe da nämlich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber gut. Wollen wir uns nun aufmachen? If only I could just use my power to seal Inominat. Looks like you're raring to go, eh, Laphicette? Just don't be too eager to help, okay? You've got a bad habit of trying to play the good guy. Oh no, I'm not a good guy. I'm a selfish, wicked little boy. Oh, is that so? But if you acknowledge your own selfishness, then it's something you've chosen for yourself, right? Yeah. Then we have that in common. Now, all that's left is to follow your own creed. Only that. Besides, I'm a demon. Even if you were the worst of the worst, I'd be like, cool. Thanks, Aizen. Thanks, Rokuro. Velvet. Don't give up on Laphicette just yet, okay? So, you were eavesdropping on us at the inn. Heavens!
I never knew a praetor to be so utterly shameless. All right, I was. But that's not what I'm trying to say here. What I'm trying to say is... I know. No matter how selfish you are, life's empty without anyone to share it with. Correct. She's got a point. More than anything, I don't want to give up. Not on myself. Okay. Dann raus wieder in die Kälte. Auf die... Moment. Nicht dahin. Da drunter. Auf die Ostseite von Mercio. Und dem Geiburgfeld. Wusste ich. Und die Blümchen, auf die Melchior nicht drauftreten wollte. Warum auch immer. So. Dann prüfen wir uns hier wieder mal durch. Richtung... Weil wir gehen jetzt noch nicht direkt zu dem Vulkan, sondern erst noch weiter oben zu einem... Ja, zu einem Alarmstufe Rot-Gegner, den wir nicht bekämpfen werden. Prinzipiell einfach deswegen, weil ich nicht weiß, wie man ihn bekämpft. Kann ich gleich mal erklären, wenn wir da bei ihm sind. War doch nicht tot? Lassen wir noch. Meine Güte. Einfach weil teilweise echt nichts ausmachen einfach. So. Einfach eins nach dem anderen aktivieren. So da. Perfekt. You too. Wie sieht's aus mit den... Sind alle voll, okay. What is all this? Oh, calm down. It's just steam. Really? Oh, I get it. Mount Killeros is melting the bottom of the glacier. Of course. The heat and the cold are engaged in a feudal war. Just like someone I know. Why not worry about the path you're taking? The path I'm taking? Oh, hot! Wait, beneath this ice... Is boiling hot water. How can you be so calm right now? One false step and we're poached! Probably. If you don't slip, you won't die. The Reaper, you're certainly optimistic. Where's that famous apathy of yours today, Magulu? Who cares about apathy? Especially when I got friends as depraved as you. Muss ich sagen, ich habe diese Sidequest nicht, aber dieses Gespräch gerade echt gar nicht gesehen auf der Karte. Ich wollte eigentlich nur mit dran entlanglaufen, um mir die Seele zu holen und plötzlich fängt Magilo an hier zu husten. Der mir auch nur noch, hä? Was? Ah, ich kann es noch benutzen. Ich war minimal verwirrt. So. Und von hier aus kommen wir halt zu der Stelle, die ich im vorletzten Part angesprochen hatte, die quasi hier links von Mercio oben drüber liegt. So. Zack. Und davon haben wir diesen netten Gegner, von dem ich keine Ahnung habe, wie man den bekämpft. Denn alles, was wir machen, um ihn anzugreifen, kontert er halt einfach zurück und schmeißt es auf uns zurück. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie man den bekämpfen soll. Ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie mal nachgeguckt oder so, was man da machen sollte, aber solltet ihr irgendeine gute Idee haben, was man gegen den machen soll, könnt ihr die mir gerne nennen. Wir werden für alle ich denke mal schon, dass wir alle machen. Aber halt erst im Nachhinein. Wir uns jetzt quasi, solange sich irgendwie plötzlich random noch eine Sidequest aufploppt, was nicht der Fall ist, werden wir jetzt erstmal auch weiter Richtung Finale gehen und der Story folgen, bevor wir dann nach der Story noch einiges zu tun haben. Unter anderem den optionalen Dungeon und sicher hier und da noch ein paar Sidequests. Von daher auf zum Vulkan. Na? Ich weiß zwar nicht, wann ich jetzt eigentlich dann betäubt habe, aber ich glaube einfach, ich habe sie getötet. So, immer schön hier geblieben und in die Luft jagen. Kann sogar jeder genau
4 SA haben, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, jeder hat genau 4. Das heißt, keiner hat irgendwas, um irgendwie seine SA noch mal ein bisschen zu steigern. The sky. The snow. It's all red. So this is a scarlet night. Pretty strange, isn't it? It's amazing. It's not like I'm happy about it or anything. If you're worried about Laffy or Celica, you don't need to be. I was just wondering what makes the moon turn so red. They say the Crimson Moon is a gate to beyond, and is proof of humanity's sins. A sign of sin, huh? Maybe the moon drinks up the innocent blood spilled by the wicked. My, it would take a wicked mind indeed to come up with something like that. Please, don't say such frightening things. A scarlet night occurs whenever a full moon is in a certain position. The land and the moon pull at each other, and Earth Pulse energy spills into the sky, turning it red. Yes, and the amount of power is said to create enough mana to affect even an Empyrean. So that's why the ritual is done on a scarlet night. But the world of humanity is violent, and the Earth Pulse is stained with all the blood spilled throughout history. So Rokuro's theory might have hit a little closer to the truth than expected. Oh, a wild guess hits the mark. Don't get used to it. It sure does look grim, though. Yeah. Wobei ich sagen muss, solche, so quasi einen Blutmond gibt es ja bei uns ja auch in echt. Dass der Mond dann mal so ein bisschen rötlich wird. Ich meine ja auch schon mal sowas. Also es wird natürlich nicht so knallrot, wie es hier der Fall ist, aber so ein bisschen rot, meine ich, kann bei uns ganz normal auch werden. So. Schon fast gedacht, dass es hier in der Ecke ist. Okay. Dann auf zum Vulkan. Da hinten wieder hin. Ich finde schon interessant, dass hier quasi ein Vulkan direkt im Schneegebiet ist, aber trotzdem noch so viel Schnee liegt. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Anscheinend ist der Vulkan nicht heiß genug. Aber hier sind wir im Berg Killer raus. It looks like we can reach the core from there. So, irgendwo hier liegt auch noch eine Truhe rum. Aber selbst der Vulkan selbst ist immer so ein bisschen eingeschneit. Also, das muss echt sehr hitzebeständiges Eis sein. Und Schnee. So, speichern wir hier nochmal. Und dann geht's ab da rein. Let's go. Hüte dich vor Vulkanausbrüchen. All right, Velvet. I think it's time you let us in on your plan for how we escape if and when the volcano erupts. There is no plan. Oh, what? Then even if we awaken the elemental Empyreans, we're still toast! I'm not going to die. Well, I'm super happy for you. But what about the rest of us? I'm sure you'll all make it. Don't you think you're being a bit blithe? I doubt there'll be an eruption at all. We'll only be using the volcano's life spring to push souls into the Earth Pulse. I don't think that should have much of an impact on the volcano's activity itself. Well, if you say so. That's a load off. Aye. But the ancients also say that when the 4 Empyreans awaken, there's a great shift in the earth. If they're angry about being roused from their slumber, I don't think a volcanic eruption is something we can rule out. See? What did I tell you? Really, I'm sure we'll be fine. If the volcano erupts, we'll just deal with it. You're starting to sound like Velvet. You look sure of yourself, but I'm still nervous. It may be best to write up a will. Eisen, do you have a pen and paper? Yeah, but I'm using them. That's enough. You already know how this will turn out, right? Oh, so you figured that out. It wasn't hard. Besides, it's not like you have anyone to give a will to. Oof, way to cut to the quick. Ach, wenn der Vulkan hier ausbricht, irgendwie überleben wir das schon. Irgendwie überleben wir doch immer alles. Irgendwie. Oder so. Ui, die Attacke sah cool aus.
Macht doch anscheinend auch gut Schaden hier gegen die Gegnern. Ich weiß gar nicht, wo hau ich gerade eigentlich hier hin? Ich habe keine Ahnung, aber es sah schmerzhaft aus. Einen Moment. So, da sind wir wieder zurück. Leute, die an der Tür klingeln und plötzlich meinen, weiß nicht, sie haben hier mit jemandem geredet im Haus. Von dem man natürlich nichts weiß. I had no problems here. Jo. Falsche Seite. Habe ich noch irgendwelche? Nein, ich habe keine Ohrringe mehr für dich. Dann behalte einfach die Topaz-Dinger. Ja. Wir sind im Vulkan. Ja, wir sind in einem Vulkan, wie man sieht. Das ganze Eis, das gehört auch alles zum Vulkan dazu. Ich finde diesen Vulkan immer noch so... Es ist ein interessanter Vulkan. Es ist ein Vulkan, also wir werden auf jeden Fall noch in Lavabereiche kommen. Aber der hat auch eine Eishöhle in sich. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren kann, aber es tut's hier drin irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Vulkan. Sind das die Kristalle? Ja, wenn man den Kristall vorbeiläuft, machen die ein paar interessante Geräusche, wenn man genau hinhört. Das ist cool. Hallo? Ah. Auch wenn er einfach nur daneben steht. Hat er vielleicht jetzt einfach nur so das Echo meiner Schritte? Aber nee. Die Geräusche hört man auch, wenn man einfach quasi nur so daneben steht. Nehmen wir dich einfach mal mit. Jetzt haben wir ein paar Gegner zu bekämpfen, kann sich ja nicht schaden. Diese ganzen nutzlosen Attacken hier teilweise. Das Problem ist dann wiederum, ein paar von denen sind nutzlos und dann sind wieder bei anderen Gegnern andere nutzlos. Also meine Attacken jetzt zu wechseln wäre jetzt, glaube ich, echt nicht so klug. Weil irgendwas ist immer nutzlos gegen die ganzen Gegner. Von daher... Und ich glaube, das Team, was wir auch aktuell haben, ist echt gut hier zum Durchprügeln. So, und weg. Topaz-Montur noch gemeistert. So. Das ist aber natürlich nicht. Ich muss noch bei den Würmern ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die sind schnell genug, um uns einzuholen, wenn wir weglaufen. Dementsprechend nehme ich die einfach mal direkt von Anfang an einfach weg. Oh, der war schön erwischt. Und direkt einfach nochmal. Schade. Ich dachte, vielleicht kriege ich alle drei wieder mit rein. Der ging ins Nichts. So, hier geblieben. Oh, die Attacke ist auch ziemlich gut, die wir gerade gesehen haben. Wo einfach diese Kugeln im Nichts einfach rumstanden. Das ist eine richtig starke Attacke vor allem. Und wenn wir die abbekommen, dann tut es uns ziemlich weh. Ich spreche aus Erfahrung, die Attacke ist echt mächtig. Kommt natürlich noch ein Boss, der sowas natürlich machen kann. Man hat natürlich genug Zeit, da wegzulaufen, weil die Kugeln quasi erstmal so ein bisschen in der Luft schweben. Ich muss kurz mal gucken, das war... Substanzlosigkeit, genau. Die 12 Kugeln, die da einfach random im Raum stehen und wenn sie hochgehen, ziemlich viel Schaden machen. Ist prinzipiell ein ziemlich starkes Teil, weil, naja, einmal quer Raum verteilt, wenn irgendwas geht dann hoch und irgendwas trifft dann auf jeden Fall. So, komme ich weg? Ja, nein. Wie ich schon sagte, ne? Von denen kommt man echt nicht so weg, wenn die auch einen verfolgen. Von daher vielleicht, wenn dann, besser selbst. Habe ich nicht gerade... Also irgendwie habe ich gerade die Statuskrankheit... Wow, Xeno-Power-Treffer. Ich hatte gerade Statuskrankheit bekommen, aber anscheinend hat sie wohl jemand anderes zuerst bekommen. Deswegen wurde seine geheilt und durch das Essen und nicht meine. Naja, was soll's. So, und weg mit dir. Einfach schön außen laufen, dann müssen wir jetzt nicht hier gegen jeden kämpfen.
Okay, das sind nur schwache Gegner. Na gut, dann würde ich aber sagen, da oben an dem Übergang machen wir Schluss. Und beim nächsten Mal könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir sogar schon einen der beiden treffen, also Shigure oder Melchior. Ja, mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.